Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Schönen guten Morgen zusammen. Was darf ich heute weitergeben? Ruhe. Uppala. Ruhe und Chaos, na toll. Bewahre Ruhe, denn es entsteht Chaos und das Ganze dient unserer Selbstannahme. Und unterm Deck haben wir noch den Flow. Das ist schon wieder sehr höchst interessant. Hier entsteht etwas, wo wir uns besser in uns selbst fühlen, wo wir uns vielleicht durch Chaos auch ein bisschen aufgewühlt fühlen können. Möglicherweise ist es auch das Gegenspiel, ja, wie nennt man das, ne? Action und Auszeit. Wir haben die kurze Zeit auf jeden Fall, das ist schon mal gut. Hier sind wir so am Wasser erstens mal, ne? Hier ist das Schiff. Wir gucken auf unsere Träume, Wünsche, Sehnsüchte, wir bilanzieren, wir überlegen, wie komme ich denn langfristig weiter, was möchte ich denn umsetzen, was ist mit meiner Emotion los. Vielleicht ist bei einem oder anderen auch tatsächlich etwas richtig eingeschlafen. Man fühlt sich so wie, ich komme nicht vom Fleck oder ich möchte auch gar nicht vom Fleck kommen. An diesem ersten Punkt, ne? Ich denke gerade an so ein Segelschiff, das so gediegen im Wasser ist es überhaupt gar nicht wichtig, dass wir schnell nach vorne preschen, dass wir unüberlegte Dinge machen, dass wir uns überwältigt fühlen oder dass etwas so dringlich ist, dass man es unbedingt jetzt muss. Denn hier ist es so, dass wir eher der Hektik den Rücken kehren, den Alltag ein bisschen zur Seite schieben, die äußere Welt von uns abperlen lassen. Und hier geht es sehr, sehr viel um Selbstfindung. Hier geht es auch darum, Gelassenheit zu kriegen. Vielleicht ist es auch die Ruhe vor dem Sturm. Und es ist die Zeit, wo man eben erstmal zurückhaltend ist und wo man nicht reagiert aus einer Laune raus. Nun ist es ja so, dass wir hier diese Ausgangssituation haben und dass wir hier das haben, was so der Mittler ist, bis wir hier ankommen. Und da kann es schon sein, dass wir eine Grundenergie haben, die so ein bisschen Verwirrung, Stress oder Unruhe mitbringt. Und es ist eben tatsächlich auch die Aussage, die Ruhe im Sturm zu finden. Das passt wunderbar. Es kann jetzt einerseits sein, dass das Leben zu ruhig ist, aber einerseits soll man das auch mal zelebrieren. Das andere ist, dass man hier auch mal probiert, Sachen, die einen stressen oder aus dem Tritt bringen, mal grundlegend anders anzugehen. Im Prinzip ist es so, dass das Unwetter sehr viel gute Energie mitbringt. Und es ist auch so, dass man alte Denkweisen über Bord wirft, selbst aufgerichtete Mauern oder auch Eingrenzungen, Beschränkungen, die wir uns so aufgebaut haben, dass wir die über Bord werfen. Hier darf man auch mal das Unerwartete tun. Und dann kommen wir am Ende hier an. Das hier unten ist die tragende Energie, das Thema. Und irgendwo scheint hier etwas unausgeglichen zu sein. Also entweder zu ruhig oder zu chaotisch. Hier werden kürzere Wege angezeigt. Hier wird etwas angezeigt, was uns wieder so ausgleicht. Und hier am Ende sind wir in Beziehung mit uns selbst und zwar komplett. Hier geht es schon um den Teil in uns, wo wir uns gut fühlen, angenommen fühlen, wo wir ganz bei uns sind, wo wir alle Facetten von uns auch akzeptieren. Wir gucken nicht nur auf das, was wir an uns nicht annehmen können, sondern wir integrieren es.
Es hat hier sehr viel mit der inneren Größe zu tun. Das Lebensbejahende, das, was wir brauchen, um uns harmonisch zu fühlen. Auch die Anteile, die wir vielleicht nicht mögen oder die wir immer in den Vordergrund stellen, wo wir denken, da bin ich nicht gut, da bin ich nicht gut, so sehe ich nicht aus, so kann ich mich nicht verhalten. Und es geht einfach darum, mit sich selbst im Reinen zu sein, eine Beziehung mit sich selbst zu haben, die, ich sage mal, viel Ausgleich mitbringt. Also hier ist sehr viel Ungleichgewicht und Pendant an sich mit drin. Aber wir kriegen das hier ganz gut hin, das ist verbindlich so. Vielleicht ist das auch sogar eine Lebensaufgabe. Ne? Man findet immer etwas, was einem nicht passt an einem selber. Und manchmal ist es auch so, dass man es permanent in den Vordergrund stellt. Man kann es ja nicht ändern, deshalb ist die Annahme wohl das Beste davon. Die Harmonie in unserem Zuhause ist wichtig. Hier geht es darum, dass wir auch das Umfeld so gestalten, wie wir es brauchen. Und wir haben unterm Deck noch das Thema Freundschaften. Also diesen Wert, auch wer nimmt uns so an, wie wir sind. Wenn du einen guten Freund hast, mit dem kannst du prinzipiell alles machen. Der würde nie sagen, ne, das und das und das gefällt mir an dir nicht, ändere es, sonst bin ich nicht dein Freund, sondern das sind die Dinge schon so ausgeglichen, dass man da ankommt, sich wohlfühlt und dass man einfach akzeptiert wird. Nehmen wir noch eine Pflanze für die Legung und dann würde ich sagen, lassen wir das so stehen. Wir haben die Ringelblume und die passt eigentlich sehr gut dazu. Hier geht es um die eigene Schönheit, die eigene Sinnlichkeit. Hier ist eine gute Energie, eine Wärme. Ja? Hier ist Ruhe, Chaos. Die Karten sind relativ dunkel und hier ist so, dass die Sonne aufgeht. Hier ist Rot, Orange, ne, dieses Nährende, das Warme. Und hier geht es auch sehr viel, dass man mehr fühlt, anstatt immer nur den Kritiker oben im Kopf eingeschaltet zu haben. Dass man sich auch mal Emotionen hingibt und dass diese auch nicht nur chaotisch oder ganz ruhig oder stagnierend sind, sondern dass man es auch fühlt. Also man kann eine Sache zerdenken, man kann auch in seinen Gefühlen aufgehen, aber unterm Deck haben wir noch, du bist ein Sieger, der Ginster. Ne? Da braucht man vielleicht ein bisschen Mut und ein bisschen Risiko, aber im Prinzip vertreibt der Ginster das Dunkle und es wird viel lichter und heller und die Kraft nimmt zu und auch das Gefühl der Zuversicht. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag, ich drücke euch bis morgen.